MJ Update ist zurück mit der 37. Folge. Heute gibt es das dritte Update zum großen Michael Jackson Biopic Kinofilm, das ja Anfang Oktober in die Kinos kommen sollte. Vermutlich ist es wieder verschoben. Das erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Und ich hatte ja auch eine E-Mail an Universal Deutschland geschickt. Das hatte ich in der letzten Update-Folge euch erzählt. Und habe bei Universal einfach mal nachgefragt, wie schaut es denn aus? Ist es verschoben? Wann kommt es raus? Und habe dann nach dem offiziellen Starttermin gefragt. Und ihr werdet es nicht glauben, Universal hat mir geantwortet. Und was Universal mir geantwortet hat, das erfahrt ihr im Laufe dieser Folge. Also bleibt dran, die neuesten Gerüchte und Infos rund um das offizielle Michael Jackson Biopic gibt es jetzt nach dem Trailer. Ich bin euer Harry und das ist MJ Update, die Michael Jackson Show auf YouTube. Schön, dass ihr hier immer noch dabei seid. 37 reguläre MJ Update Folgen habe ich euch jetzt hier einschließlich dieser schon gezeigt. Und die letzte, die MJ Update Folge 36 von der Kingvention, war wirklich eine Herausforderung für mich. So viel Zeit in den Schnitt, also in die Arbeit am Computer, habe ich noch in keine andere Folge gesteckt. Ich habe das hochgerechnet, das müssen über 100 Stunden Zeit gewesen sein, die ich in den Schnitt gesteckt habe. Problem ist auch die Leistungskapazität von meinem Rechner. Der wurde immer langsamer und bei jedem Klick musste man warten, bis der Rechner das verarbeitet hat. Also so eine lange Folge wie die Kingvention-Folge zu bearbeiten, das ist wirklich harte Arbeit. Und ja, ich habe viele Stunden in meiner Freizeit dafür geopfert. Und ihr habt es mir auch gedankt. Mit über 2000 Abrufe ist das eine der erfolgreichsten Folgen in den letzten Wochen und Monaten. Seit der Musical-Folge Anfang Dezember aus Hamburg. Das ist mittlerweile meine meist gestreamte Folge hier auf YouTube. Und das freut mich natürlich, dass auch die Kingvention-Folge bei euch so gut ankommt. Ja, das ein kleiner Rückblick. Deshalb war es jetzt auch ein bisschen stiller in den letzten Wochen hier bei mir. Ich habe natürlich die Merch-Folge von der Kingvention noch bearbeitet. Noch die On-Tour-Folge von der Imperial Youth Band von der Kingvention. Das heißt, ihr habt so einige Sachen rund um die Kingvention habe ich hier veröffentlicht. Auch ganz viele Fotos, die man da so gemacht hat. Also die Promotion für das Kingvention-Video, das lief bei mir auf Hochtouren. Jetzt kommen wir wieder zu den, ich sag mal, normalen Themen zurück. Und ja, wir steigen ein in das Biopic, das offizielle Michael Jackson Biopic, das dieses Jahr Anfang Oktober, ich glaube der 4. Oktober sollte das hier in Deutschland in die Kinos kommen. Alles sieht danach aus, dass dieser Termin nicht mehr gehalten werden kann. Und wir gehen jetzt nahtlos über. In der vorletzten MJ Update Folge habe ich euch schon die News bis einschließlich April gezeigt. Jetzt geht es mit allen News von Mai bis heute weiter. Und ich erzähle euch später auch, was Universal Deutschland mir auf meine Anfrage geantwortet hat. Mal gucken, ob die etwas Licht ins Dunkle bringt. Aber ich will den Spannungsbogen noch ein bisschen aufbauen. Ja, aber wir starten erstmal mit dem 6. Mai. Am 6. Mai hat das MJ Online-Team, also das offizielle Online-Team von Michael Jackson Estate, hat sich an alle Outlets gewandt, die im Verteiler sind. Die haben eine E-Mail geschickt an Wheelie von Jackson CH, auch an MJ Vibe aus Großbritannien und auch ganz viele andere haben eine E-Mail von dem MJ Online-Team bekommen, wo es ein offizielles Statement zu der Verkündigung gab, wie es jetzt aktuell mit dem Biopic weitergeht. Und das MJ Online-Team ist eben das offizielle Sprachrohr in den digitalen Medien. Die haben aber offiziell mitgeteilt, dass die keine Infos haben. Also es gab ein offizielles Statement darüber, dass sie eigentlich auch nicht sagen können, wie es weitergeht. Sie sagen, dass das Filmstudio, also Lionsgate, Universal, die bestimmen das Tempo und die bestimmen, was offiziell verkündet wird und dass sie selbst keine Kontrolle darüber haben, was veröffentlicht werden kann. Sie vergleichen aber die Verzögerung auch mit einem regulären Michael Jackson Album. Wir älteren Hasen, wir ältere Fans, wir erinnern uns, wie das damals war, als das Bad, Dangerous History Invincible Album rauskam. Es war immer ein Spannungsbogen. Es hieß immer,
das soll 94 rauskommen, das soll Winter 94, das soll Frühjahr 95. Das heißt, das History-Album, aber auch das Dangerous und Invincible-Album, das war ja als Millennium-Album angekündigt. Wir sind es gewohnt, immer warten zu müssen und wir wurden immer verzögert, bis dann endlich das Album rauskam. Und in diese Kerbe schlägt das MJ Online-Team, wie bei den Michael Jackson-Alben. Da musste man ja auch immer warten, bis die veröffentlicht wurden. Und dann haben wir ja ein Meisterwerk bekommen. Und das vergleichen sie jetzt auch mit dem Biopic. Das Warten wird sich lohnen. Man wird das beste Biopic aller Zeiten gestalten, filmen, aufarbeiten, nachbearbeiten. Und wenn es denn da ist, werden wir vermutlich aus dem Staunen gar nicht rauskommen. Also diese Logik bedient das MJ Online-Team. Und in einem Nebensatz schreiben sie auch noch, dass alle weiteren Aktivitäten nach dem Biopic erst wieder aufgenommen werden. Das heißt, es liegt jetzt erstmal alles still, es wird keine Veröffentlichung geben, aber man arbeitet an Dokus zum Dangerous-Album und zum History-Album. Die wird es geben, aber erst nachdem das Biopic veröffentlicht wurde. Das ist das offizielle Statement vom MJ Online-Team, die eben auch im Namen des Michael Jackson Estates handeln. Am 22. Mai gab es mehrere News aus der Familie Jackson. Wir wissen ja, dass Taj Jackson an einer Doku für seinen Onkel arbeitet, Writing History. Er hat ja auch diverse Kanäle auf TikTok, Instagram und auf YouTube. Und da gibt es immer wieder Videos, wo eine junge Frau eben etwas erzählt über verschiedene Fehlinformationen über Michael. Und die Writing History Videos sollten ja die Antwort sein zu einer damaligen Pseudo-Doku, die Michael Jackson eben mit verschiedenen Anschuldigungen im Zusammenhang brachte. Und Taj Jackson arbeitet schon seit mehreren Jahren daran, auch sehr lange. Wir warten da jetzt auch sehr lange darauf, wie es weitergeht. Aber Taj Jackson hat jetzt mitgeteilt, dass er dieses Projekt erst wieder fortsetzt, nachdem das Biopic veröffentlicht wurde. Man will sich da nicht ins Gehege kommen. Alles ist auf das Biopic ausgerichtet. Auch die Jacksons, die Brüder Jackie und Marlon Jackson, haben öffentlich mitgeteilt, dass sie ihre angekündigte Familiendoku, The Jacksons, auch nach dem Michael Jackson Biopic veröffentlichen werden. Und jetzt auch ganz aktuell aus dem Umfeld von Janet Jackson gab es ein offizielles Statement. Man weiß nicht so genau, wer es war. Man vermutet aber, dass es Randy Jackson, auch also ihr Bruder Randy, auch ehemaliges Mitglied der Jacksons, der ja mittlerweile der Manager von Janet ist, dass er sich an die Presse gewandt haben sollte und gesagt haben sollte, dass auch Janet alle ihre Projekte gerade hinten anstellen lässt, wegen dem Michael Jackson Biopic. Das heißt, die gesamte Familie stellt gerade alles hinter dem Michael Jackson Biopic an. Alle Augen sind eben auf die offizielle Filmbiografie von Michael Jackson gerichtet und alles andere wird es erst danach geben. Die Stelle sagt, also man vermutet, dass das Randy Jackson ist. Angeblich möchte sie, dass der Film ihres verstorbenen Bruders zuerst fertiggestellt wird, auch aus Respekt vor der Familie, dem Estate und auch Jafar Jackson, ihr Neffe, der ja gerade auch für diesen Film als Star aufgebaut wird. Der Film wird die wichtigsten Momente in seinem Leben abdecken, von seiner Kindheit als Star über den Missbrauch durch seinen Vater Joe Jackson bis hin zu seinem Hit Thriller, der Kauf von Neverland Valley und schließlich seinen tragischen Tod am 25. Juni 2009. Das ist ein Zitat von der Quelle, also wie gesagt vermutet von Randy. Die Anstrengungen, die jeder in der Großfamilie unternommen hat, um Michael, den Film, auf die Beine zu stellen, war wirklich eine Gruppenleistung. Also das wird als Familienleistung betitelt, dass die ganze Familie hinter dieses Großprojekt steht. Janet ist wie alle anderen auch extrem neugierig darauf, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also das sind hier Meldungen aus dem Kreise der Familie. Auf der einen Seite schön zu hören, dass die Familie dahinter steht. Auf der anderen Seite auch ein bisschen schade, dass wir jetzt so lange aus dieser Familie kein neues Material, keine neue Dokus, Filme und auch Musik bekommen. Die Jacksons hatten ja letztes Jahr schon angekündigt, da lebte Tito ja noch, dass sie an einem neuen Album arbeiten.
bis das rauskommt, wenn das erst nach dem Biopic rauskommt, dann ist das auch schon wieder 3 Jahre her. Janet hat 2000 ihr Black Diamond Album angekündigt. Wegen der Corona-Pandemie wurde das verschoben. Jetzt sind wir ganz kurze 5 Jahre später und haben immer noch kein neues Album von Janet. Und auch Sweet Tea, die gerade in Frankreich und Marokko auf Tour waren, von denen, naja, da gibt es auch wenig als Gruppenprojekt. Aber wir hatten ja gerade von Tyrell Jackson ein neues Album. One hieß das, glaube ich. Also da kam dann doch noch was raus. Also von Tyrell kann man sich noch was anhören. Neue Musik und das Album ist auch richtig gut. Also da auf jeden Fall mal reinhören. Einen Tag später, am 23. Mai, gab es ein offizielles Statement von Lionsgate. Hier wurde das erste Mal gesagt, der CEO John Feldheimer gab bekannt, dass die Veröffentlichung in den April 2026 verschoben wird. Kein genauer Termin, nur dass es irgendwann nach dem 31. März startet, wenn das Geschäftsabschluss für 2026 bereits abgeschlossen ist. Also das wird erst nach dem März 26 in die Kinos kommen können. Er sagt weiter, wir haben 3,5 Stunden unglaubliches Filmmaterial zusammen gedreht. Er versprach, einen Veröffentlichungsplan in den nächsten Wochen zu veröffentlichen. Und so viel kann ich sagen, wir haben heute Montag, den 14. Juli und es ist immer noch kein Veröffentlichungsplan da. Und er sagte weiter, ob dieser Film in einem oder in 2 Teilen veröffentlicht wird, das steht noch nicht fest. Adam Fogelson, Vorsitzender von Motion Picture, von der Motion Picture Group von Lionsgate, sagte, ob das alles bequem in einen Film passt, ist eine Frage, die wir uns auf jeden Fall noch stellen müssen. Also ein bequemer Film in 3,5 Stunden oder baut man ihn noch ein bisschen auf und teilt ihn in 2 Teile? Also meine Meinung darüber, die dürfte klar sein. Ich finde es sehr gut, wenn der Film in 2 Teile aufgeteilt worden wird. Also wenn es das erwartet. Von mir aus sogar 3 Teile. Also habe ich auch nichts gegen. Also ich glaube, es wäre genug Material und genug Stoff da, diesen Film in mehrere Teile aufzugliedern. Ein weiterer Tag später, am 24. Mai, also da überschlugen sich ja vom 22. bis 24. Mai die Meldungen. The Hollywood Reporter berichtet, 22 neue Drehtage sind gebucht. Die werden für den Juli 2025 angesetzt. Also Nachdrehs werden hier gemacht, um den Film noch aufzuwerten. Und auch der erste Teil des Films soll nochmal deutlich aufgewertet werden. Und die Quelle des Hollywood Reporters will erfahren haben, dass diese Nachdrehs den ersten Teil, also die Jacksons Jahre, also die jungen Jahren bis zum Off the Wall Album betreffen sollen, um den ersten Film als noch vollumfänglicher als Film abzudrehen. Also dass man da auch wirklich 2 Teile draus machen konnte. Am 14. Juni wurden Infos bekannt über den Drehort. In Los Angeles wurde an bekannten Stellen gedreht. Am 18. Juni soll gedreht werden, 7 bis 22 Uhr. Und es sind gleiche Drehorte, die auch letztes Jahr im März genutzt wurden. Und schließlich haben wir Aufnahmen auch bekommen von den Nachdrehs 20. Juni bis 27. Juni. Da fanden diverse Nachdrehs statt an öffentlichen Plätzen. Die wurden auch von Fans gefilmt. Man vermutet, dass hier eben nicht die Grammys, sondern das Motown 25 Special gedreht wurde. Da gab es Außenaufnahmen, wo eben auch Jafar und auch andere die Treppe runtergegangen sind. Ich gucke mal, ob ich hier auch Videos oder Fotos einblenden kann, die davon veröffentlicht wurden. Es gab diverse Meldungen auf TikTok, wo Videos gezeigt wurden, wo eben Autos anfahren, die Schauspieler aussteigen und man vermutet, dass hier Nachdrehs im Zusammenhang mit dem Motown 25 Special stattfanden. Die neueste Meldung ist vom 9. Juli. Der Hollywood-Kameramann Diane Bibi, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, Oscar-prämierter Kameramann, der steht auch für Michael hinter der Kamera, der dreht also im Michael Biopic. Der war bei den Filmfestspielen in Cannes und hat dort auch aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es mit den Dreharbeiten zu Michael vorangeht oder was er dort auch erlebt hatte.
Er erzählt zu allem, dass zum Beginn der ganzen Produktion sie 1,5 Stunden nur Michael-Musik gehört hätten. Und da stellte er fest, dass der Katalog, der Musikkatalog von Michael ja so riesig und umfassend war. Die Kraft der Songs brachte das Team dazu, die Erzählung zu erweitern. Also das war wohl mit der Grund, dass es da so wahnsinnig viele Material gab, das man einfach erweitern konnte. Javaah Jackson, also Michaels Neffen, der Michael ja spielt, bezeichnet er als Offenbarung. Javaah spielt in bestimmten Szenen nicht nur so wie sein Onkel, er bewegt sich auch wie er tanzt wie er und er verkörpert seine einzigartige Bühnenpräsenz, die das ganze Team verblüfft hatte. Wahrhaftig, man kommt den Auftritt von Michael am nächsten, wenn man Javaah zusieht, sagt er. Also der Kameramann ist tief beeindruckt von Javaah Jacksons Leistung und seinen schauspielerischen Fähigkeiten, wie er Michael verkörpert. Fans bekommen Michaels kultigsten Musikvideomomente. Es wird mehr eine Feier seines künstlerischen Schaffens als Enthüllungen, sagt er. Das ist ein bisschen, das ist eine Meldung, die ich auch interessant war. Kriegen wir eine Michael Jackson Feier, die sich nur auf sein künstlerisches Schaffen beruht, oder kriegen wir auch Hintergründe geliefert, wie es eben mit Michael Jacksons emotionaler Welt aussah. Also gerade Enthüllungen, also ich will natürlich keine neuen Gerüchte über Michael, ich will Fakten über Michael, dass zum Beispiel auch die Anschuldigungen so aufgearbeitet werden, wie das hier bei uns Fans eben auch bekannt ist, damit die breite Öffentlichkeit auch diese diversen Erpressungsversuche, die im Hintergrund stattfinden, die verschiedensten geldmotivierten Anschuldigungen, das wollen wir erklärt haben in den Filmen. Natürlich auch die Highlights, die Erfolge von Thriller, Bad, Dangerous, die Tourneen und so weiter. Aber auch die Hintergründe der Skandale sollten bitte beleuchtet werden. Und da hoffe ich sehr, dass man da auch reingeht und das hier auch in dem Film erklärt. Und ja, wir wollen natürlich Michael feiern, aber wir wollen auch angemessen, dass die verschiedenen Anschuldigungen gegen Michael Jackson in dem Film auch aufgearbeitet werden. Es ist nur ein Moment, den der Kameramann dort sicherlich mitbekommen hat, aber auf jeden Fall interessant zu hören, dass eben Menschen in der Produktion auch etwas über die Produktion eben erzählen. Ja, das waren alle News, die heute bis zum 14. Juli veröffentlicht wurden. Und ja, jetzt wollte ich euch natürlich noch sagen, was hat mir denn Universal geschickt? Kurzer Hintergrund, am 27. April habe ich eine E-Mail an Universal geschickt und einfach mal nachgefragt, wie sieht das denn aus? Hier Anfang Oktober, ich glaube der 2. Oktober stand damals im Raum. Es sieht ja alles danach aus, dass dieser Termin nicht gehalten werden kann. Könnt ihr etwas dazu sagen? Wann ist jetzt der offizielle Veröffentlichungstermin? Außerdem habe ich gefragt, ob der Film eventuell auch in mehreren Teilen veröffentlicht wird. Das Statement war sehr knapp und sicherlich auch nicht überraschend, aber Universal hat immerhin geantwortet, und zwar am 28.05., einen Monat und einen Tag später. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Universal schrieb: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ein Termin für die Veröffentlichung des unten gefragten Titels steht noch nicht fest. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Universal Pictures Team. Damit habe ich eine offizielle Rückmeldung bekommen und Universal Deutschland, naja, konnte auch nichts sagen. Aber ich wollte euch auf jeden Fall die Rückmeldung geben, dass Universal sich hier auch bei mir gemeldet hat. Ja, das waren die neuesten Meldungen rund um das Michael Jackson Biopic. Wir müssen uns jetzt über den Sommer noch in Geduld üben und auf diesen Veröffentlichungsplan warten, der uns ja von Lionsgate zugesichert wurde vom CEO. Der ist immer noch nicht draußen. Vielleicht kommt er ja in den Sommermonaten oder im Herbst oder im Winter oder irgendwann nächstes Jahr. Nein, also ja, wir stehen immer noch an dem Punkt, dass wir nicht wirklich wissen, wie es weitergeht. Aber so ist das leider. In der Michael Jackson-Welt muss man immer viel warten. Das war tatsächlich damals bei den Alben schon so, bei den Tourneen. Und auch eigentlich war jede Zeit, nachdem sie veröffentlicht wurde, immer mit einer Periode von langen, langen Warten begleitet. Warum soll sich das jetzt auch ändern? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Film rauskommt. Ich freue mich auch, wenn es mehrere Teile werden. Und wenn er so gut wird, wie alle
schwärmen über den Film, die in der Produktion beteiligt sind. Denn hoffe ich, dass sich das Warten lohnt. Und ich hoffe sehr, dass nächstes Jahr, März, April, auch wirklich das Startdatum sein wird. April, es war ja dieses Jahr für April, 17., 18. April war der erste Veröffentlichungstermin. Vielleicht legt man das jetzt nächstes Jahr in den April rein. So ist es mit ein Jahr Verspätung an dem Start. Und wenn das 2 Teile sind, ein Teil im April, der zweite Teil im Oktober, das wäre für mich eigentlich ein ganz guter Deal. Wie findet ihr das? Wie würdet ihr das finden? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr diese ganzen Verzögerungen findet. Und freut ihr euch auf das Biopic? Seid ihr im Kino dabei? Ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube schon. Ja, das war MJ Update Folge 37. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Jetzt geht's in den Sommer rein. Ich mache mal ein bisschen Piano. Mal gucken, wann die nächste Folge kommt und welches Thema ich mir da vornehme. Aber es geht auf jeden Fall weiter hier mit MJ Update. Also, genießt den Sommer, genießt die Ferien, genießt die Urlaubszeit, die Reisen, die ihr macht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So viel kann ich schon sagen. Dieser Veröffentlichungsplan ist bis heute, wir haben, was haben wir heute? 16. Wir haben Juli, Mitte Juli. Ich weiß es nicht. Wir haben heute Montag den, ich weiß es nicht. Ja.